Hallo und herzlich willkommen zu NFOS Tech TV, dem digitalen Format der NFOS Tech in Nürnberg. Wir sind mal wieder bei Ballistol am Stand mit dem Gerd. Gerd, servus, grüß dich. Schön, dich mal wiederzusehen. Ja, alle Jahre wieder. Genau, wir sind ja schon alte Bekannte, aber ihr habt uns ganz neue Produkte mitgebracht. Da kannst du uns dann einmal durchführen, aber es gibt noch was wir erwähnen wollen. Es gibt einen Geburtstag zu feiern, eigentlich sogar zwei. Erzähl uns doch ein bisschen was. Doppeljubiläum. Wir schreiben das Jahr 2024 und jeder, der die Marke Ballistol bzw. das Produkt Ballistol schon lange genug kennt, weiß, da steht auf der Dose drauf seit 1904. Das heißt, Produkt wird dieses Jahr 120 Jahre alt. Aber nicht nur das Produkt, auch die Firma, die dahinter steht, die Friedrich Wilhelm Kleber GmbH, die feiert das zweite Jubiläum und das sind 150 Jahre. Also wir feiern ein Doppeljubiläum, auch mit großem Takt auf den Türen Niederbayern. Also wenn ihr Zeit habt im Juli, am 20. seid recht herzlich eingeladen, dann könnt ihr bei uns gleich mal hinter die Kulissen blicken und die Heiligen Hallen besuchen. Ich gehe mal fest davon aus, dass wir das wahrnehmen werden, ja, weil, wie gesagt, wir kennen die Produkte lang. Wir kennen jetzt, gerade das Universal wahrscheinlich noch keine 120 Jahre, aber es ist einfach ein Top-Produkt, ein Dauerbrenner, würde ich einfach mal sagen, hat viele Anwendungsgebiete. Und ihr bleibt aber nicht in der Vergangenheit stehen, sondern ihr seid auch in der Zukunft ordentlich tätig. Und zwar unter anderem hier mit neuen Reinigungssystemen. Führ uns doch da einfach mal durchs Portfolio. Im Endeffekt haben wir jetzt die letzten 10 Jahre schon begonnen, das sukzessive von den Flüssigkeiten auf zum Rüsten und umzumodeln, in der Neuzeit anzukommen, um den neuen Anforderungen, auch mit den anderen Waffensystemen, auch mit Halbautomaten, vollautomatischen Waffen noch mehr gerecht zu werden. Und dazu gehört aber auch in einem gewissen Maße immer wieder das Thema Reinigungskit. Und Reinigungskits und Reinigungstaschen gibt es viel, meistens sind bekannt aus den USA, so die kleinen schwarzen Täschelchen. Ja. Aber wir haben gesagt, nee, das ist uns zu starr, das ist uns zu eng. Wir sind auch der Meinung, dass es nicht dieses eine Reinigungsset gibt, das für alle funktioniert. Der eine hat hier einen Anspruch hier, der andere da, der nächste möchte hier nochmal was Spezielles. Also muss das Teil modularer sein. Und so haben wir jetzt unsere Cleaning Kits modular gestaltet, auch in unterschiedlichen Größen. Und für das schnellste und für die einfachste Reinigung, zum Beispiel bei einem AR-System, kleine Tasche, ist kein Schreibe- oder Schlampermäppchen, sondern eine Reinigungstasche. Innen drin Velour ausgeschlagen. Warum Velour? Weil ich meine Taschen mit Klettverschluss versehen kann. Ich kann mir die reinsetzen, wie ich die möchte. Haben hier kleine Taschen, die feuchtigkeitsresistent sind. Nicht ganz dicht, aber sehr, sehr feuchtigkeitsbeständig, um Reinigungsschnüre und ein Ölfläschchen dementsprechend verstauen zu können. Da passen unsere Standardsachen rein, kann man aber auch, wenn einer sagt, na, euer Standardzeug, ich kaufe mir lieber die große, das ist wirtschaftlicher, der kann sich dann umfüllen in das kleine. Sehr schön. Auf der drüberen Seite Straps mit unterschiedlichen Schlaufengrößen, um hier einen kurzen Putzstab zu befestigen, um für die Patronenlagerbürste was mit rein zu haben, um hier dann auch noch den T-Griff, den ich dazu brauche, zum Verstauen und das Ganze in meine Rangeback zu der Waffe und zum Koffer mit dazu packen kann. Das ist jetzt zum Beispiel für das Kaliber 223 mit einem Messingstab. Ja, es gibt aber auch wieder Leute, die sagen, Messing will ich nicht, das soll ja schön bleiben. Haben wir das Ganze auch in Aluminium dann mit ausgelegt. Auch hier passt wieder der gleiche T-Griff, alles modular untereinander mischbar. Die Patronenlagerbürste passt wieder mit rein. Und hier habe ich die nächstgrößere Schnur mit reingepackt. Das ist ein 308, wieder das Fläschchen, wieder alles da mit drin. Alles, was man so braucht. Für unterwegs, für die schnelle Reinigung, wenn es mal irgendwo hakt, was bei den Gastroklarern ab und zu einmal wieder vorkommen kann. Richtig. Ich meine, gerade Verschmutzung ist ja, sag ich mal, ein richtig großes Problem, so im Patronenlagerbereich. Schön, dass ihr da gleich die Patronenlagerbürste mitliefert. Und ich meine, die Alustäbe sind halt wirklich was auch für die Ästhetik. Wenn ich gerade einen Reiniger benutze, der zum Beispiel Kupfer anlöst, habe ich halt auch bei den Messingstäben immer eine Verfärbung. Da soll es ja Leute geben, denen das sauer aufstößt. Genau. Ja. Auch wenn es nur eine Verfärbung ist, keine Beschädigung, sondern es ist die Oberfläche oxidiert. Also unterm Strich ist noch ausreichend Material da, aber gut. Ja, also zusammenfressen wird es wahrscheinlich nicht, dass ein Stück davon hängen bleibt im Lauf. Aber gut, du hast gesagt, ihr habt noch unterschiedliche Größen. Was habt ihr denn da zum Beispiel drin? Ja, die nächste Größe ist im Endeffekt fürs klassische Komplettgerät, was ich so brauche zur Reinigung. Da ist jetzt dann auch
ein Kupferlöser mit dabei, unser Robler Solo Mil. Habe eine Stielbürste mit drin, habe unterschiedliche Filzadapter, habe hier hinten ein Staufach mit drin, wo ich ein Tuch, einen Lappen oder auch Mückenschutzprodukt mit dazu packen kann. Und habe hier nochmal unterschiedliche zusätzliche Strips drin, um den Putzstock vierteilig unterzubringen. Spraydosen, Adapter, die Reinigungsflaschen und hier dann auch die Bürstenlinie. Und das auch wieder hier modularer. Andere Bürsten passen auch von anderen Herstellern mit rein, um hier einfach mal zu zeigen, dass man was alles Platz hat. Die Reinigungsschnur, klein, Zugstück mit drin, bis hin zu unserem kleinen, aber feinen, kugelgelagerten Putzstockgriff. Hier auch doppelt gelagert, Kugellager, Gleitlager vorne und auch da passt dann wunderbar der Putzstab wieder mit drauf. Und habe dann hier schon die Ausrüstung für die Pistole 9 mm oder kann es dann verlängern bis 10 Zoll, 12,5 Zoll im sportlichen Bereich oder dann nochmal mit einem mehr, dann bin ich irgendwann dann mal bei 14 und 16 Zoll, wo ich das Ganze dann auch wieder von der Jagdlinie und in der sportlichen Seite wieder verwende. Das sind ja wirklich die Kleinigkeiten. Ich meine, jeder, der gerade bei der Bundeswehr gedient hat, der kennt wahrscheinlich die Reinigungsketten. Spätestens, wenn die sich mal irgendwo verhakt hat oder sowas und man ganz groß am Fluchen war, hat man sich natürlich einen ordentlichen Reinigungsstab gewünscht. Das ist schön, dass es das jetzt gibt, auch in unterschiedlichen Ausführungen. Also wie gesagt, hier Messing, Alu und ich nehme mal an, auf Anfrage auch immer noch den guten alten Stahl mit Klapp-T-Griff. Ihr macht da wahrscheinlich alles möglich, was so angefordert wird. Dort machen wir in Kleinserien, also egal ob es jetzt SEK-Einheiten sind, die sagen, nee, wir brauchen nur 25, aber das zugeschnitten auf unser System. Oder wir sind bei der Polizei und die sagen, nee, wir rüsten jetzt komplett um auf 300 Blackout von der 9 mm MP5. Wir brauchen hier was. Wir bieten auch Patronenlagerbürsten für 300 Blackout an. Das sind wir auch einer der wenigen, die das aktuell noch im Programm haben. Viele missbrauchen immer 223, aber das 300er ist noch mal etwas kürzer, also das kann man optimieren. Also da einfach auch entweder bei uns nachfragen oder bei unserem Vertriebspartner bei Henel, der für uns den Behördenvertrieb auch übernimmt. Dort sind viele, viele Möglichkeiten gegeben und das ganze Schöne einfach auch in Kleinserien. Ja. Apropos Kleinserie, für ganz kleine Heizkörper bietet ihr jetzt auch einen neuen Pinsel an oder wie ist das? Ja, für einen kleinen Heizkörper oder auch, für dich vielleicht gar nicht so schlecht, das ist ein kleiner Rasierpinsel. Nee, bei den AR-Systemen hat man oben ganz gerne mal die Problematik, dass man verwinkelte Ecken erreichen muss. Und da die geraden Pinsel bieten immer irgendwas die Hand mit drin. Er ist zwar funktional zum Öl auftragen, aber zum Reinigen habe ich eine dickere Borste, einen kürzeren Besatz und dementsprechend komme ich ums Eck rum und kann das super reinigen. Aber das kann ich danach dann auch noch mal direkt am Gerät dann auch noch mal zeigen. Gut. Und dann haben wir natürlich noch die große Tasche mit dazu. Ja. Ich lang dir die einfach mal rüber. Wir sind modular in unterschiedlichen Größen. Hier nochmal so eine mittlere, wo man die Bestückung frei wählen kann, oder hier die ganz große, wo man dann einen Zwischenboden mit drin hat, wo man mit selbstklebenden Klettstreifen sich dann unterschiedlichste Module zusammenbasteln kann. Oder halt auch zu der Waffe mit dazu, die man unten drin lagert, bis zu 2 Stück. Obendrauf dann die Ausrüstungsmaterialien. Also da kann ich Reinigung und Transport miteinander vereinen. Noch dazu, weil die Tasche nämlich, man muss ja schließlich nach vorne gucken, auch absperrbar ist und somit kann ich es ein wunderbares Transportmittel Also im Grunde ein richtiger kleiner Rangeback, wo alles dabei ist, Ganz vom genau. ersten Schuss bis zur Reinigung. Ganz genau. Und zur Störungsbehebung, ich kann ein Werkzeug mit reinnehmen, also da kann ich mir wirklich alles mit reinbasteln, was ich glaube, was ich auf der Range brauche. Ja, super. Aber die Reinigung endet ja nicht hier, sondern du hast gesagt, ihr habt auch noch was weiteres Besonderes mitgebracht. Genau, dazu würde ich jetzt ganz gerne mal kurz einmal etwas Platz machen und zum Umrüsten, sodass wir dementsprechend auch dann den tiefen Einblick dann gewähren können. So machen wir das. So, unser Arbeitsplatz hat sich jetzt ein bisschen verändert. Wir haben jetzt wirklich was zum Arbeiten da, nicht nur zum Zeigen. Genau. Gerd, leg los. Na, viele ist es gar nicht bewusst und der Rosi hat ja in eurem Langzeitportfolio ein Training mit dem Rosi ja schon mal gezeigt, was viele Öle kennen und Öle zum Reinigen nutzen, aber meistens gar nicht wissen, dass wir einen Teilereiniger, einen Waffenteilereiniger im Programm haben, mit dem wir wirklich schnell und extrem effizient Kurzwaffenteile wie auch Verschlussteile an der AR auch wirklich sauber machen können.
Ich meine, da sind jetzt viele natürlich auf einen Bremsenreiniger umgestiegen, was heute vielleicht so ein bisschen die Hardcore-Lösung ist. Ne? Haut mit Druck, haut es da allen Fett und Brammel raus, aber es haut halt auch wirklich alles Öl, Fett und Brammel raus. Das heißt, am Schluss habe ich lauter ungeschützte Teile und euer Teilereiniger, der kann wahrscheinlich mehr. Der kann dahingehend mehr, dass er noch eine Zusatzleistung bringt. Der Bremsenreiniger ist meistens nur ein Lösungsmittel. Ein Lösungsmittel in reinster Form, darum auch diese günstige Seite her, geht von Aceton über Reinigungsbenzin zu irgendeinem Alkohol, das aber für Öl und Fett ausgelegt ist. Den bringe ich auch weg damit. Wir haben aber an den Waffenteilen Verbrennungsrückstände. Wir haben noch zusätzliche Fette. Zum Teil, wenn einer nicht getroffen hat, eine Tränenflüssigkeit irgendwo mit dabei. Ja. Also unterschiedlichste Rückstände aller Art. Und darum haben wir hier nicht ein Lösungsmittel drin, sondern wir haben eine Mischung aus 3. Und diese Wirkstoffkombination ermöglicht uns eine Reinigung von anorganischen und organischen Fettrückständen. Und dementsprechend kriege ich da alles runter. Sei es Molybdän-Rückstände, die kriege ich mit dem Bremsenreiniger nicht weg. Ganz schwierig, ja. Wenn das ein Problem wird, hier bist du mit dabei. Den Druck, den haben wir auch mit drin. Wir haben oben einen Pinselaufsatz mit dabei, wo man durch den Pinsel durch einfach sprühen kann und mit dem Pinsel putzen. Ich kann aber den Pinsel auch runternehmen und kann meine Verschlussfeder zum Beispiel auch abspülen. Und da ist richtig Dampf drauf. Da sind 8,5 Bar Druck drauf. Wenn ich möchte und ich von einer kleinen Spraydose noch das kleine Röhrchen habe, das was hier da drauf ist, das passt da vorne rein, kann ich das Ganze noch konzentrierter machen. Und da habe ich wirklich meine Vorteile in Kombination. Und du siehst auch da, der weitere Vorteil von der Ablüftzeit, er ist relativ träge beim Ablüften. Er lüftet rückstandslos ab, aber er braucht. Diese Zeit ist aber gewollt, weil je länger ich eine Flüssigkeit, ein Lösungsmittel auf der Oberfläche belassen kann, desto länger ist die Einwirkzeit und Anlösezeit. Und somit tue ich mir viel leichter beim Runterreinigen. Und allein wenn man jetzt hier mal so reinschaut, was sich hier nur mit diesem einen Sprühstoß an Dreck bildet. Ja, und jetzt muss man ja sagen, das ist ja jetzt eine Messewaffe. Ne? Also was du da immer noch rausziehst, das ist schon ordentlich. Das ist relativ einfach und schnell, wenn du da in den Verschlussbereich reinschaust, dass du normalerweise mit ganz feinsten Möglichkeiten hier noch so mit Pinsel und rum, du sprühst es ein, Oberfläche, machst oberflächlich gleich mit dem Pinsel sauber und die Zeit reicht dir. Du kannst hier einfach rein und kannst mit der Flüssigkeit, die auf der Oberfläche drauf ist, nochmal nachreinigen. Drehst ihn um, lässt ihn austropfen. Spülst ihn vielleicht nochmal falsch rum. Also die Dose hat eine 360 Grad Funktion, da kann ich auch vom Kopf nach unten sprühen. So dass ich es wirklich ausspüle. Die Feder, die schmeiße ich mir da in den Pott einfach mit rein. Das liegt da gut mit drin. Das Rohr kann ich mir auch einfach mit dazu, weil ich die Flüssigkeit, die da drin ist, gleich nochmal zusätzlich nutzen kann. Und erst dann, wenn ich es augenscheinlich dementsprechend durchgespült habe, lege ich es zur Seite und lasse es mir trocknen und ablüften. Und dann kümmere ich mich ums Öl. Dann kann ich wieder gezielt, gekonnt an allen Stellen, wo ich es brauche, Schmiermittel aufbringen. Entweder so ein Universalöl, wenn ich, sage jetzt mal, ganz normale Standardwaffen habe, wenn es Richtung so wie hier Steelframe geht, mit der Match-Ausführung, da gehe ich auf Gangkehr, keramikhaltiges Schmiermittel, um wirklich das komplette, die Leistungsfähigkeit des Schmiermittels rauszunehmen und mir die Abzüge vom Abzugscharakteristik nochmal richtig angenehm zu gestalten. Weil das kann man nämlich mit dem Öl nämlich auch erstklassig machen. Sehr gut. Und zur Laufreinigung hast du auch noch was mitgebracht? Ja, zur Laufreinigung sage ich, da kommen wir extra drauf. Ich habe für den Teilereiniger noch ein Gimmick mit dabei. Und zwar, da muss ich mal nach unten greifen. Oh ja, jetzt meinen wir es ernst. Wir haben ja beim AR-System innen drin das Thema Verschlusswarzenbereich. Gibt es tolle Patronenlagerbürsten zum Rausbürsten, aber trotzdem habe ich immer noch die Problematik, um das Zeug da drin, was ich angekratzt habe, rauszubekommen. Dann gibt es Wischer, die anderen mit Q-Tips rum, aber es geht schneller und effizienter. Und zwar haben wir so eine Powerlanze, die kann ich mir einkürzen, wie ich will. Also die muss dann nicht mit 60 cm rummachen, sondern die mache ich einfach kürzer. Die schneide ich mir zusammen, nimm den Verschluss runter
und passt da drauf. So. Und dann nehme ich mir den Verschluss um, schaue hier rein und spüle hier raus. Und du siehst, was da einfach mal nur mit dem Spülen rauskommt. Und die hat vorne einen Aufsatz, sodass die praktisch nicht nur einen Strahl sprüht, sondern direkt so einen Fächer, da ich mal sagen. Ne? Es sind drei Düsen raus, kommt auf 3 Seiten und dementsprechend rausgesprüht und richtig an die Wandung mit Druck ran. Oben halte ich meinen Finger ein bisschen drauf, dass nicht alles ins Gesicht geht. Und wenn ich irgendwo einen schweren Zugang habe, siehst du jetzt ein bisschen länger, da habe ich jetzt einen Aludraht reingesteckt, dann kann ich auch das rumdrehen und kann hier auch ums Eck rumsprühen. So dass ich mir noch leichter tue. Und selbst mit dem Stab drin reicht bei den 8,5 Bar die Fördermenge aus. Definitiv. Schön. Okay? So, jetzt haben wir gespült. Aber spülen ist ja nur die halbe Miete. Flüssigkeiten das eine, Werkzeug dazu das andere. Es gibt oder gab in Deutschland einen Hersteller für Adapter und für Patches, der jetzt altersbedingt mit 80 Jahren aufgegeben haben. Und wir durften das System übernehmen. Das JW-System vom Herrn Wienert. Und weil wir einfach überzeugt sind. Patch, es ist die schnellste Variante, es ist die günstigste Variante. Zwar nicht ganz perfekt, muss man ganz ehrlich sagen. Perfekt ist einfach die Reinigung mit einem Filz. Aber bei der Behörde zum Beispiel, da geht es halt auch um Zeit und um Effizienz. Und darum haben wir das System bei uns ins Programm mit eingenommen. Das sind Viskose-Patches, 100% biologisch abbaubar, sehr saugfähig, kein Plastik mit drin, dementsprechend auch die Nachhaltigkeit gegeben, made in Germany. Dazu gehört die Adapterspitze, die bei uns auf alle Putzstöcke drauf passt. So wie jetzt bei dem, 9 mm. Und grundsätzlich von der Reinigung immer ist der erste Step, dass ich das Ganze aufkratze mit einer Reinigungsbürste. Auch die, hochwertig, dichter Besatz. Ich sprühe mir meinen Lauf mit dem Öl ein, nehme die Bürste, gehe einmal 2-3 Mal durch. Dann ziehe ich mir den Patch auf und fahre mit dem Patch durch. So. Hat sich rendiert. 1, 2, 3. Aber das Interessante an dem ist, jetzt brauche ich den vorne nicht rausfummeln, sondern ich nutze die zweite Seite und ziehe ihn zurück. Der Dreck, den ich auf der einen Seite habe, der zieht sich innen rein, ziehe ihn hinten durch und habe den zweiten Weg auch noch mal genommen. Das bietet man an für 9 mm in der Kunststoffvariante mit einem Patch. Wenn ich 2 Patch drauf gebe, bin ich bei 44, am dritten Patch bin ich bei 45. Also 1 für 3 Kaliber. Sehr gut. Oder dann für 308 ist das Ganze eine Schlaufe mit einer Borstenbürste hinten dran. Das geht von 308 bis 9 mm, jeweils mit einem Patch. Da werden die Bürsten wahrscheinlich den Patch auch nochmal schön andrucken mit. Genau, um das geht's, weil man kennt die typischen Patch-Schlaufen. Die haben alle nur den einfachen Draht. Ja. Die laufen aber da mit wenig Anpressdruck, beziehungsweise bis keinem durch. Und das sind die Bürsten, die dann dort die Haare einfach dementsprechend den Patch an die Wandung drücken. Und für 22, ab 22, also 223 und 6,5 und Co. nimmt man die dünne und dort aber nur einen halben Patch. Und dann wird die Geschichte da gereinigt. Sehr gut. Und auch da Putzstäbe in einer kurzen Variante, nicht die langen, wie es für die Behörde wieder geeignet ist mit 10 Zoll Lauf, dementsprechend auch neu im Programm. Ja. Das war dann soweit mal die Neuigkeiten für 2024, denke ich. Ein Rundumschlag, genau. Ein Rundumschlag um die Waffenreinigung, so wie wir es kennen von euch. Es sind tolle Produkte bei, Gerd. Ich sage mal wieder Dankeschön. Es war wieder eine Freude bei euch. Schön. Das war's von der NFOS Tech 2024 hier bei Ballistol. Bleibt dran, bis zum nächsten Mal.